Vor 2 Jahren hat die Covid-19-Pandemie die Lieferketten weit an ihre Grenzen gebracht. So weit, dass selbst die Vorräte an persönlicher Schutzausrüstung im Gesundheitswesen knapp wurden. In dieser Situation stellte sich die sogenannte Maker-Bewegung als kurzfristige Retterin in der Not heraus. Die Mitglieder dieser Bewegung, die werden oft als TüftlerInnen oder BastlerInnen bezeichnet. Allein im Raum Karlsruhe hat eine solche Initiative nach eigenen Angaben mehr als 7.000 sogenannter Face Shields, unter anderem für Arztpraxen und Kliniken, hergestellt. Die haben dann geholfen, die Knappheit an professioneller Ausrüstung kurzzeitig zu überbrücken und zusätzlichen Schutz zu ermöglichen. Nachdem die Maker-Szene Anfang der 2010er Jahre einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde, war sie bis zur Pandemie bereits seit einiger Zeit aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Ich will herausfinden, wie es heute um die Bewegung steht und welche Rolle der 3D-Druck für sie spielt. Dafür habe ich mich in Karlsruhe genauer umgehört. Willkommen bei Auf Knopfdruck, 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Heute möchte ich wissen, ob und wo ich den 3D-Druck ausprobieren kann, ohne technisches Vorwissen zu haben oder mich beruflich mit modernen Fertigungsmethoden auseinanderzusetzen. Möglich ist das in den sogenannten Fab Labs. Der Name leitet sich von dem englischen Fabrication Laboratory ab und das lässt sich als Fertigungslabor übersetzen. Ein Fab Lab, das ist eine offene Werkstatt, die mit modernen Geräten wie einem 3D-Drucker ausgestattet ist. Und da werden die dann eben einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und nicht nur Expertinnen und Experten. Das erste Fab Lab wurde im Jahr 2002 an der Universität Massachusetts Institute of Technology gegründet. Mittlerweile gibt es weltweit mehr als 100 solche offenen Werkstätten und eine davon wurde erst vor 2 Jahren am deutschen Äquivalent des MIT gegründet, dem Karlsruher Institut für Technologie. Deswegen ist mir heute zugeschaltet Dr. Philipp Brenner, Forscher am Zeiss Innovation Hub at KIT und Betreuer vom Zeiss Makerspace at KIT. Ich habe hier einige Namen und Titel genannt, die wir jetzt nacheinander aufdröseln wollen. Der Zeiss Innovation Hub ist eine Gebäude, gebaut vor dem Toren vom Campus Nord, in dem insbesondere ich beispielsweise in der Forschung von Carl Zeiss arbeite und dort zu Hause bin und aber auch Teil des Gebäudes, an das KIT vermietet sind, insbesondere für den Hightech-Inkubator und auch die Firma Nanoscribe drin sitzt, eine KIT-Ausgründung, bei der Zeiss schon früh aktiv als Investor mit dazugekommen ist. Und ich insbesondere bin dort bei Carl Zeiss selber angestellt und arbeite dort in verschiedenen Forschungsfeldern. Ich persönlich beispielsweise in der Medizintechnik. Wollen Sie ein bisschen mehr dazu erzählen, wie so Ihr Werdegang war? Ja, ich bin auch ausgebildet worden am KIT. Ich habe dort einen Bachelor in Physik gemacht. Anschließend hat es mich dann in die Optik verschlagen, für die Zeiss ja auch bekannt ist. Ich habe dann am KIT meinen Master in Optik und Photonik gemacht. Und anschließend dann in Elektrotechnik promoviert, ebenfalls am KIT. Und dann, als der Zeiss Innovation Hub Anfang 2020 neu aufgemacht wurde, bin ich dort dann nach einer kurzen Postdoc-Zeit am KIT dann direkt zum Zeiss Innovation Hub gewechselt. Das heißt, Sie sind Karlsruhe treu geblieben? Genau, mir gefällt es hier, die Umgebung. Und natürlich bin ich jetzt hier auch verwurzelt mit Freunden, Familie. Deshalb hat es mich gefreut, dass auch in einem Bereich, der mich sehr interessiert hat, in dem ich ausgebildet wurde, dann Zeiss hier einen Standort aufgemacht hat und ich dann hier auch dem Gebiet treu bleiben konnte und auch eine spannende Arbeit gefunden habe. Und mittlerweile betreuen Sie eben diesen Zeiss Makerspace at KIT und den wollen wir uns heute genauer anschauen, beziehungsweise ich bin ja nicht vor Ort, deswegen wollen wir von Ihnen gerne hören, wie es dort eigentlich so ist, damit wir uns das besser vorstellen können. Nehmen Sie uns doch gern mal gedanklich mit auf so eine kleine Erlebnisreise direkt in Ihren Makerspace und beschreiben Sie uns mal, wenn ich jetzt da stehen würde und mich so umdrehen würde und umherschauen, was würde ich da eigentlich entdecken? Zum einen könnten Sie natürlich die gute Aussicht genießen. Unser Makerspace ist im obersten Stockwerk im 6. OG angesiedelt, mit Blick über den Hartwald und den Campus Nord. Und im Makerspace selber sehen Sie verschiedene 3D-Drucker, einen Lasercutter, verschiedene Werkzeuge, beispielsweise Kreissägen,
eine Bohrmaschine, Elektronikwerkzeug, Lötstationen, Material, mit dem man arbeiten kann und alles, was man so braucht, um spannende und eigene Projekte zu verwirklichen. Mhm. Also allerhand Technisches. Mich interessiert natürlich vor allem der 3D-Druck. Was haben Sie da direkt mit 3D-Druck zu tun und wie wird der 3D-Druck da überhaupt eingesetzt im Makerspace? Der 3D-Druck wird momentan vor allem für die Umsetzung von Schül- und Studentenprojekten eingesetzt. Hier gab es schon einige Veranstaltungen, beispielsweise Summer Schools für junge Mädchen oder einen Workshop zur Realisierung des Segelflieger. Die werden momentan hauptsächlich von unserem Kooperationspartner, eben dem Cluster am KIT und dem Institut für funktionale Grenzflächen durchgeführt. Wir selber bei Zeiss nutzen 3D-Druck teils auch zur Umsetzung von kleinen Forschungsarbeiten und um dort Prototypen zu entwickeln und dort schneller voranzukommen. Also sind Sie auch selber im 3D-Druck so ein bisschen eingefuchst oder wie ist das bei Ihrer Arbeit? Ja, ich nutze das auch immer wieder. Ich bin mit 3D-Druck eigentlich zum ersten Mal in meiner Promotion so in Berührung bekommen, habe dort selber das auch für mein Forschungsthema eingesetzt und eben auch für Laborarbeiten und experimentelle Aufbauten dort schnell Ideen umzusetzen. Nicht immer auf die Werkstatt zu warten, die natürlich gut war, aber oft viel zu tun hatte. Und so konnte man seine Ideen morgens haben, mittags verwirklichen, ohne dass man 3 Wochen warten musste, bis dann doch ein Slot in der Werkstatt frei war. Ah, okay. Und genau. Also wirklich praktisch was machen. Wie kam denn dann überhaupt die Idee für den Makerspace zustande? Die Makerspace-Idee war von vornherein geplant für den Innovation Hub. Insbesondere um auch Angebote zu schaffen für Studenten und auch Externe, um einen Ort zu haben, der als Treffpunkt gilt am Innovation Hub und zudem also auch als Anziehungspunkt. So die Verbindung zu 3D-Druck oder auf was sich der Makerspace spezialisiert, war noch relativ offen am Anfang. Und der Leiter des Innovation Hubs, Max Riedel, hat dann im Vorfeld noch den Herrn Jonas Wohlgemuth vom Institut für funktionale Grenzflächen bei einem Projekttreffen getroffen. Und dort war eben auch schon klar, dass KIT gerne im Summer Schools veranstalten möchte und 3D-Druck für Lehre einsetzen möchte, wussten aber auch noch nicht, wie genau und wo. Und dann kam eben in Gesprächen die Idee zur Kooperation auf, das zusammenzubringen, damit auch was Langfristiges zu schaffen und so dass eben für beide Seiten dort eine Win-Win-Situation entsteht, eine bessere Sichtbarkeit für beide Organisationen und man gegenseitig profitieren kann und seine Kräfte zusammenwerfen kann. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es aber ja nicht nur Ihren einen Makerspace, sondern es gibt weltweit eine richtige Maker-Szene, also verschiedene Makerspaces. Mhm. Können Sie mich da mal so ein bisschen reinholen, weil ich das jetzt vorher noch nicht so oft gehört habe. Was ist das eigentlich, die Maker-Szene, und was macht die so besonders? Ja, die Maker-Szene, das ist eben eine Zusammenschluss von Leuten, die gerne selber anpacken, selber was realisieren, auch mal wegkommen vom Coding und nur vom PC sitzen, sondern auch wirklich was realisieren, was in der Hand halten können und dort eben sozusagen Do-it-yourself-Projekte umsetzen. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Makerspaces ja in Deutschland, auf der Welt, wo man eben dort hingehen kann, auch diese Maschinen dann auch der Öffentlichkeit zugänglich macht. Damit kann man heute Sachen umsetzen, wo man früher das ganze professionelle Werkstätten hätte mit beauftragen müssen, was ja für den Normalverbraucher nicht möglich ist, noch viel zu teuer. Und so hat man jetzt heute in der Maker-Szene mit diesen Makerspaces Zugang zu Geräten, Maschinen, um selber was herstellen zu können und sein Projekt umsetzen zu können, den man sonst eigentlich keinen Zugang hätte. Also wir hatten dann schon eine Lasercutter zu Hause. Mhm. Also das haben, glaube ich, die wenigsten. Und auch 3D-Drucker sind mittlerweile so günstig geworden, dass es dann schon der eine oder andere auch zu Hause hat. Aber dennoch die Vielfalt, die Art der 3D-Drucker, auch wer es sich nicht leisten kann, hat in so einem Makerspace dann Zugang zu so einem 3D-Drucker und vielleicht auch zu speziellen Geräten und speziellen Vielfalt im 3D-Druck. Mhm. Sprich, es wird wirklich auch Menschen mit wenig finanziellen Ressourcen die Möglichkeit gegeben, solche Technologien auszuprobieren. Ist der Makerspace denn komplett öffentlicher Raum? Also könnte ich jetzt zum Beispiel, ich lebe ja in Berlin, mich auf den Weg nach Karlsruhe machen, um dann bei Ihnen irgendwie 3D zu drucken? Ja, klar, gerne. Dazu sind Sie auch herzlich willkommen.
Bei uns können Leute ganz unentgeltlich den Makerspace nutzen. Es sind aber natürlich dann auch gewisse Einführungen und Einweisungen notwendig, einfach um die Sicherheit zu gewährleisten und dass man weiß, wie man mit den Maschinen umgeht. Und aber gerne, wenn Sie möchten, und sind Sie und auch alle anderen Zuhörer eingeladen, bei uns sich anzumelden für eine Einweisung und dann dementsprechend dann auch unter den bei uns zu arbeiten und eure Projekte umzusetzen. Ach cool. Es gibt ja ganz viele Makerspaces und auch Fab Labs. Wo liegt da dann eigentlich der Unterschied? Und wie unterscheidet sich auch Ihr Zeiss Makerspace davon? Mhm. Genau, es gibt ja auch in Karlsruhe ein Fab Lab. Ich sag mal, wir als der Makerspace am Zeiss Innovation Hub, wir haben nicht unbedingt die breite Masse als Teamgruppe. Wir sind eher so eine Art Nische, sage ich jetzt mal, um Forschung, Lehre, Schulen, Startups und Firmen insbesondere in Kontakt zu bringen und zusammenzubringen. Eher so ein Treffpunkt von Wissenschaft, Industrie, Startups, Lernende und Lehrende. Wir sind jetzt nicht so eine Art Verein, wie es, glaube ich, nach meinem Verständnis Fab Lab ist, sondern wir haben eben schon dieses bisschen einen Fokus von dieser Zusammenbringen vom KIT, von den Startups, von der Wirtschaft und hier auch viel an Lehre zu machen. Und in dem Sinne sind wir, glaube ich, auch ein bisschen anders aufgestellt, ein bisschen anders ausgestattet. Wir sind, wie gesagt, eher klein, aber fein und von der Breite her nicht ganz so groß wie das Fab Lab. Ich denke, wir bieten aber auch dann mit unseren Möglichkeiten, Geräten, was wir haben und Kursen, was wir haben, eine schöne Ergänzung zum Fab Lab. Also wir sehen uns auch nicht als Konkurrenz. Beispielsweise zu Beginn der Pandemie haben wir auch ganz viele von diesen Face Shields gedruckt, haben diese beispielsweise auch an Fab Lab geliefert, wo sie dann die Koordination und Verteilung im Gesundheitssystem koordiniert hat. Also wir sehen uns da auch als Ergänzung, nicht als Konkurrenz mit ein bisschen einen kleineren Fokus auf ein paar bestimmten Themen und jetzt nicht als die breite Werkstatt und Gruppe und dem Vereinsgedanken, was das Fab Lab auch mit umtreibt. Das heißt, Sie sind so die Verbindung zwischen Privatwirtschaft und Uni, die dann so zusammenkommt, während das Fab Lab ein gemeinnütziger Verein ist. Ja, ich trifft zum Teil. Wir sind natürlich in dem Sinne, den Makerspace betreiben wir auch komplett unentgeltlich. Also in dem Sinne haben wir jetzt für den Makerspace selber keinen kommerziellen Nutzen oder sowas direkt. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier auch unsere Lehre einbringen können, was, glaube ich, auch unsere Verpflichtung ist als Unternehmen und hier dann dementsprechend aber auch Möglichkeiten haben, natürlich auch Studenten anzuziehen und ein bisschen bekannter zu machen in der Region. Kaum eine kennt ja noch, dass wir als Zeiss Firma eigentlich hier auch am KIT sind und deswegen freut es natürlich, dass es auch ein Mittel ist, uns ein bisschen bekannter zu machen und uns hier auch ein bisschen mehr engagieren zu können und gleichzeitig auch Leute kennenzulernen und einen Austausch mit Studenten zu haben und auch den KIT selber, was ja für uns auch ein Kooperationspartner in vielen Bereichen ist. Deswegen sitzen wir auf dem Campus vom KIT und haben wir diese strategische Kooperation mit dem KIT. Mhm. Ja, faszinierend. Wo ich es gerade sage, was fasziniert Sie dann eigentlich so am Thema Making? Wie sind Sie da reingerutscht, rein durch die Arbeit, oder sind Sie auch selber irgendwie in der Hacker-Szene oder wollen Sachen reparieren? Ich finde es einfach faszinierend, dass man sich selbst etwas überlegen kann und dann auch wirklich umsetzen, eben auch schnell umsetzen kann. Und oft war das ja, wenn man Ideen hat, einfach nicht machbar. Wo soll ich es herkriegen? Viele Sachen kann man so auch nicht bestellen. Und deswegen einfach mal moderne Tools zur Verfügung haben, was zu machen. Das ist schon toll und praktisch. Auch einfach kleinere Sachen, die man mal privat braucht oder lauter so Kleinigkeiten, kann man sich mal schnell aushelfen, indem man mal eine Kleinigkeit 3D druckt. Das ist sehr, sehr praktisch. Ah, cool. Also wirklich keine Grenzen gesetzt. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt nochmal so auf den Makerspace und auch den Makerspace speziell in Ihrem Innovation Hub gucken? Warum braucht es sowas überhaupt? Ja, da fallen mir schon eine ganze Runde von Gründen ein, wieso es sowas braucht. Zum einen mal ist es natürlich auch ein Mittel für Nachwuchsförderung und Talententwicklung. Es ist ein Ort, wo man eben dann niederschwellig Leute zusammenbringen kann und was umsetzen kann, was technologisch ausprobieren kann.
was sonst man eben früher nur ausprobieren konnte, wenn man vielleicht eine Lehre in dem speziellen Bereich gemacht hat. Und man braucht eben auch diesen Ort des auch realen Zusammenkunft. Vielleicht auch insbesondere jetzt zu Zeiten, wo man sich viele lange vom PC sitzen, nur am Coding sind, sich auch mal physisch zu treffen, Ideen auszutauschen. Und es ist ja auch so, dass gute Ideen und was man lernt, oft im Gespräch entsteht und nicht alleine im Keller vom PC, sondern auch durch den Austausch entsteht. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass es so eine Zusammenkunft gibt, einen Ort der Zusammenkunft gibt und wir im Makerspace dann auch, insbesondere da auch Fachexperten im 3D-Druck vom KIT mit involviert sind, dort auch entsprechende Beratung bieten können und auch einfach das Wissen weitergeben können, das dort existiert und das so verbreiten können. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Ort, wo man gut dazulernen kann und auch wirklich was praktisch anwenden kann, nicht nur Theorie lernt. Ziemlich cool. Wir wagen hier ja auch immer gerne den Blick so ein bisschen in die Zukunft. Manchmal weiß man schon, was passiert, manchmal hat man erst nur Ideen oder Visionen. Was ist denn für die Zukunft Ihres Makerspaces so geplant? Zum einen erstmal wirklich die breite Öffnung zu schaffen. Ich hatte ja kurz erwähnt, der Zeiss InnoHub wurde Anfang 2020 eröffnet. Das war natürlich kurz vor der Corona-Pandemie. Dementsprechend war es seit wir die Geräte drin haben, schwierig, dort viele Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen, insbesondere auch für mehrere Leute, sondern immer nur um Hygienevorschriften zu beachten, mit sehr wenigen Leuten, und die breite Öffnung war noch nicht möglich, und die hoffe ich, dass wir die bald schaffen, dass wir die bald durchführen können und dann auch viel Leben bei uns im Makerspace haben. Des Weiteren denke ich, dass wir selber jetzt nicht mal noch langfristig in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt nicht die Ambition, sehr groß zu werden, sehr stark zu expandieren, aber wir wollen immer auf dem neuen technologischen Stand bleiben. Ich sag mal, klein und fein ist unser Motto, dass wir hier immer neue Methoden und neue Technologien drin haben und dass sich bei uns eben eine Community etabliert, eine Make-Community, die sich hier regelmäßig trifft und auch austauscht. Und die könnten dann zusammenkommen, um sogar Kekse zu drucken oder Schokolade, wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Genau, wir haben auch Kekse und Schokoladendrucker bei uns im Makerspace, und damit kann man dann auch kreativ sein, auch was Witziges ausprobieren, vielleicht auch was Witziges zum Verschenken, sozusagen drucken. Da ist der Kreativität, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Mhm. Haben Sie eigentlich drüber nachgedacht, jetzt haben Sie vorhin schon gesprochen von den Workshops, die es gibt, und die Schüler und Schülerinnen und Studierenden, ist auch irgendwie angedacht, dass Startups den Makerspace nutzen können? Das wäre ja auch irgendwie eine Möglichkeit, da mit Projekten zu arbeiten. Genau, durchaus. Also wir sind auch mit den Startups im Gespräch, wir tauschen uns auch mit denen aus, wir würden sie gerne stärker einbinden in den Makerspace. Das wäre auch klasse, wenn wir das zukünftig hinkriegen. Ist auch was für unsere Ziele für die Zukunft, hier einen stärkeren Austausch auch zu etablieren und auch als den Austausch im gesamten Haus zu fördern, da wir sozusagen mit den Startups zusammen als unsere Nachbarn im selben Haus sitzen. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Startup im Raum Karlsruhe habe, dann kann ich ruhig mal mich auf den Weg zu Ihnen machen und da ein bisschen was ausprobieren und vielleicht sogar ins Gespräch kommen mit anderen Leuten. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter springen, so sagen wir mal 10 Jahre, was wünschen Sie sich dann für den Makerspace? Ja, ich hoffe, dass wir dann einfach eine Adresse sind, die man kennt in der Region und wo man weiß, dass hier schon gute Sachen entstanden sind, und wo auch dann Leute, die sich dass wir eine gute Mischung haben im Makerspace aus jungen Leuten, die sich interessieren, was lernen wollen, und auch erfahrenen Leuten, Experten, und dass sich eben einige Formate etabliert haben, regelmäßig stattfinden, beispielsweise einige Kurse, und wir da richtig leben und einen Austausch im Makerspace geschaffen haben, der, sage ich mal, alle Parteien und alle Interessenten Makerspaces weiterbringt und auch allen Teilnehmern dort viel Spaß bereitet, drin zu arbeiten.
Und da ist mir dann auch aufgefallen, ich als Geisteswissenschaftlerin würde jetzt gar nicht unbedingt daran denken, dass ich vielleicht mal ans KIT fahre und da mich mit 3D-Druck auseinandersetze. Aber theoretisch ist es ja dann auch für alle Disziplinen offen, Ja, oder? selbstverständlich. Wir sind natürlich für alle Disziplinen offen. Wenn jemand kommt, fragen wir auch nicht nach, was er studiert und wo er herkommt, sondern wir sind selbstverständlich für alle Disziplinen offen. Das KIT hat natürlich als technische Uni auch einen starken Fokus, was ihre Lehre anbetrifft, in Richtung Technik, Wissenschaft zu lehren. Wir als Firma bieten beispielsweise auch Kurse an in Richtung Innovation, Design Thinking und ähnliche Innovationsmethodik und können uns auch gut vorstellen, dass wir beispielsweise vielleicht so ein Kursprogramm auch für Teilnehmer oder für Mitglieder des Makerspaces öffnen und nicht nur für Studenten des KITs, wie es momentan der Fall ist. Ach, cool. Ich habe eine letzte Frage, in der wir immer so ein bisschen uns das Bigger Picture anschauen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Gesellschaft gucken und 3D-Druck und Makerspaces, was würden Sie sagen? Wieso sollten wir als Gesellschaft überhaupt über solche Themen sprechen, wie eben Makerspaces und 3D-Druck? 3D-Druck ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme unserer Gesellschaft, aber es ist doch was in immer mehr Bereiche des Lebens irgendwie Einzug findet und es ist, denke ich, gut, wenn man darüber spricht. Also es gibt ja schon quasi Fleisch aus dem 3D-Drucker und das ist ja was vielleicht wird das in Zukunft mal eher der Normalfall werden, anstatt die Ausnahme. Das kann man heute, glaube ich, noch nicht sagen. Und auch einfach, weil es eben so viele Sachen ermöglicht. Also dieses Do-it-yourself-Charakter hat, setz deine Ideen um, sei kreativ, mach was selber. Es ist einfach klasse, sowas mit 3D-Druck machen zu können und deswegen ist es gut, wenn wir darüber sprechen, jeder über diese Möglichkeiten auch Bescheid weiß, damit jeder, der was gern machen möchte, auch die Möglichkeit hat, nach so einem Makerspace zu suchen und dann auch irgendwo einzutreten und eben seine Ideen, sich selbst zu verwirklichen, in Form von seinen Ideen oder auch einfach von seinen Interessen und Spaß daran zu haben. Mhm. Und glauben Sie, das könnte die Wirtschaft auch verändern, dieser Open-Source-Gedanke? Ja, sicherlich. Man sieht ja, die Welt verändert sich schnell und die Wirtschaft verändert sich schnell. Und es gibt ja immer Formate, wie Crowdfunding, was es früher in der Form ja nicht gab, hat teilweise die Startup-Szene verändert. Und mit 3D-Druck ist so viel ein Einstieg in Produktion, so viel niederschwellig geworden. Man braucht nicht mehr zwangsweise für alle Sachen vielleicht die ganz komplexen Maschinen mit den komplexen Experten, die sie bedienen können. Es hat hier durchaus Potenzial. Man sieht ja auch, dass natürlich vieles, was 3D gedruckt wird, ist noch momentan sehr teuer, aber auch da sieht man ja beispielsweise einen erheblichen Kostenreduktion in vielen Bereichen und des 3D-Drucks. Und auch die neuen Möglichkeiten, da ist einfach noch so viel Potenzial drin und ich glaube, da wird sich noch ganz schön was verändern in der Wirtschaft. Ja, das klingt auf jeden Fall so. Dr. Brenner, ich durfte ganz viel von Ihnen lernen und sage auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. So, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Der Zeiss Innovation Hub at KIT will den Zugang zu modernen Technologien und den Umgang damit ohne große Hürden ermöglichen und der Zeiss Makerspace at KIT bietet dabei einen Ort, wo sich unter anderem auch der Nachwuchs treffen und austauschen kann. Ja, und in Zukunft sollen dabei auch Startups stärker in die Zusammenarbeit mit einbezogen werden. Doch das ist nicht der einzige Ort in Karlsruhe, wo man einen 3D-Drucker für eigene Projekte nutzen kann. Dr. Brenner hatte ja bereits das FabLab genannt. Auch zu diesem habe ich einen interessanten Gesprächspartner, nämlich Gerd Keller. Hallo, Frau Rogge. Sie waren ja bis 2017 zweiter Vorstand des FabLabs Karlsruhe. Da wollen wir gleich ordentlich drüber reden. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit einer offenen Werkstatt. Außerdem sind Sie im Verein Jugendwerkstatt e.V. involviert und da können eben Kinder und Jugendliche handwerkliche Fähigkeiten erlernen. Also das Machen und auch das Weitergeben von Wissen zu diesen Fähigkeiten, damit nicht nur Sie, sondern auch andere ins Tun kommen, das scheint Ihr Ding zu sein, oder?
Ja, es ist so, nachdem ich vor einigen Jahren die Möglichkeit hatte, in Altersteilzeitregelung zu wechseln, also sprich, ich hatte viel Freizeit, habe ich mich ehrenamtlich engagiert in den Vereinen und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass recht viel Spaß macht, Dinge, die man kann und weiß, eben an die jüngere Generation weiterzugeben. Ne? Mhm. Waren Sie dann vorher auch schon so in der Maker-Szene involviert oder wie ist das zustande gekommen? Nee, die gibt's ja bei uns noch nicht so lang, die Megaszene. Also ich habe sie wahrgenommen, vielleicht im Jahr 2013, 2014. Ja, hat man so die erste Meldungen im Internet gelesen, dass es da Bewegung gibt in den USA drüben, also dass da Fab Labs in jeder mittleren, kleineren, größeren Stadt aufmachen und war dann sehr gespannt, ob sich sowas bei uns auch durchsetzen wird und habe immer gehofft, ja, muss auch mal irgendwann was nach Karlsruhe kommen. Und tatsächlich hat sich dann auch im Jahr 2013 aber sich die ersten zusammengefunden, wo gesagt haben, wir brauchen auch hier in Karlsruhe ein Fab Lab. Ne? Ah, okay. Und sind Sie dann direkt 2013 dazu oder wann waren Sie dann am Start? Nee, also gegründet worden ist der Verein letztendlich im Februar 2014. Gab einige bürokratische Hürden zu nehmen und ich bin aber erst 2 Monate später dazu gestoßen. Also bei der Gründungsveranstaltung war ich leider nicht dabei. Ja, hat sich irgendwie, war an der Zeit, war ich beruflich ziemlich eingespannt, bin aber dann 2 Monate später bin ich dazu gestoßen und bin dann auch ziemlich schnell in Vorstand gekommen und war dann nach der Gründung, nachdem wir auch unsere ersten Räumlichkeiten bezogen haben, verantwortlich für die Werkstatt aufzubauen und die Werkstatt zu leiten. Ne? Mhm. Das klingt auch erstmal gar nicht so einfach. Wie organisiert man denn eine offene Werkstatt dann als gemeinnützigen Verein? Das Wichtigste am Anfang war, überhaupt mal Räumlichkeiten zu finden. Ne? Wir hatten Glück, dass damals in Karlsruhe, da wurde ein größeres Gelände, der ehemalige Schlachthof, wurde einige Räumlichkeiten für Kultur zur Verfügung gestellt. Und nach etlichen Bitten und Anfragen bei Verwaltung hat man uns dann einen Raum zugeteilt, wo auch von der Miete her bezahlbar war. Ne? Und so haben wir dann 2014 angefangen mit einem leeren Raum und mit einer leeren Kasse und ja, rund 30, 35 sehr interessierte Mitglieder zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Ja, wie organisiert man so einen Verein? Also ja, wichtig ist, man muss erst mal gucken, ja, wie kommt man zu Geld? Ne? Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Ich muss Miete bezahlen, ich brauche einen Internetanschluss, wir brauchen Strom, wir brauchen Wasser. Letztendlich die Werkstatteinrichtung haben wir am Anfang keine Ausgabe gehabt, weil nach Gründung vom Verein haben wir sehr, sehr viele Maschinenspenden gekriegt, ne, von Handwerksbetriebe oder auch Uni hier oder von anderen Hochschulen, wo halt einfach gesagt haben, wir haben das noch hier, braucht einen Laserdrucker, habe hier Standbohrmaschinen, könnt ihr euch abholen, müsst ihr nur wieder in den Stand setzen, könnt das ja benutzen im Verein. Ja, dann ist das relativ schnell, haben sich unsere Räumlichkeiten gefüllt im Jahr 2014. Ne. Dann hatten wir auch schon das erste größere Projekt in dem Jahr, da haben wir einen Lasercutter gebaut. Ja, das war damals, das war das absolute Highlight für eine offene Werkstatt, ein Lasercutter. Können Sie kurz erklären für die, die es nicht wissen, was das genau, also was macht der Lasercutter? Also der Lasercutter, mit dem Lasercutter hat man die Möglichkeit, relativ schnell Werkstoffe wie Holz oder diverse Kunststoffe wie Acryl zu schneiden. Also viel, viel schneller wie jetzt mit einer Säge oder mit einer Fräse. Wird einfach über einen Laserstrahl, wird das Material an einer Linie verbrannt, ne, und er fährt relativ schnell. Und so habe ich die Möglichkeit, doch viel, viel und schnell Bauteile herzustellen. Ne. Ist nach wie vor heute noch das meistgenutzte Gerät, glaube ich, bei uns im Fab Lab. Ja, es klingt auf jeden Fall. Klingt nach Spaß, als würde man es gerne mal ausprobieren wollen. In dieser Episode wollen wir ja herausfinden, in welchen öffentlichen Räumen vor allen Dingen 3D-Druck eine Rolle spielt. Bei uns auf Knopfdruck geht's ja eben immer um 3D-Druck. Und ein solcher öffentlicher Raum kann ein Fab Lab sein. Jetzt haben Sie gerade schon erklärt, im Grunde, wie diese offene Werkstatt sich dann gestaltet hat, wie Sie die organisiert haben. Können Sie noch mal erklären, was genau eigentlich ein Fab Lab ist? Vielleicht auch im Unterschied zu einem Makerspace? Also ein Fab Lab ist was ich aber schon gesagt hat, ist im Prinzip in erster Linie eine offene Werkstatt, soll den Bürgern die Möglichkeit oder den Zugang zu moderne Fertigungsverfahren schaffen und im Prinzip auch Zugang zum Know-how. Ne? Also es hilft ja nichts, wenn da irgendein kompliziertes Gerät steht und keiner zeigt mir, wie es benutzen kann. Ne?
Wenn jemand interessiert ist oder hat einen Bedarf, jetzt so einen Lasercutter oder so einen 3D-Drucker zu nutzen, kommt dann ins FabLab. Ganz normal über einen Einweisungskurs, die regelmäßig stattfinden, oder wenn es schnell gehen muss, gibt's auch mal eine 1:1 Einweisung, bekommt er von einem Fachkundigen oder von einem erfahrenen Nutzer gezeigt, wie so eine Maschine funktioniert. Kann sie letztendlich dann auch am gleichen Tag noch nutzen. Ne? Und ich könnte mich zum Beispiel auch von Ihnen anweisen lassen, oder? Sie sind Experte für 3D-Druck. Richtig, 3D-Druck, ja, ist also mein Spezialgebiet. Ne? Können Sie gerne, also ich mache im Moment auch Einweisungen online. Dank Corona, seit 2 Jahren, hat sich so angeboten, nachdem wir die Werkstatt schließen mussten für längere Zeitraum, haben wir gesagt, okay, wir müssen ja trotzdem, also was betrifft jetzt die offene Jugendwerkstatt, wir brauchen trotzdem Kontakt zu unserer Jugendlichen, zu unseren Schülern. Wir machen einfach ein paar Online-Angebote und da hat sich der 3D-Druck angeboten. Ne? Da haben wir ein paar 3D-Drucker gekauft und stellen seitdem solche Werkkoffer, das also beinhalten einen 3D-Drucker, einen Laptop, eine Webcam, stellen wir kostenlos zur Verfügung. Die Jugendliche oder auch Studenten können die sich ausleihen bei uns und kriegen dann eine 1,5-stündige Online-Einweisung von mir. Da kriegen sie das Nötigste gezeigt und dann können Sie im Prinzip nach 1,5 Stunden können Sie das Gerät bedienen. Super. Sie kennen dann noch nicht alle Kniffe nach 1,5 Stunden, aber es reicht aus, um erste eigene Bauteile oder Objekte auszudrucken. Ne? Mhm. Wie sieht das Ganze denn aus? Also wir hören Sie ja jetzt nur, nehmen Sie uns mal mit. Inwiefern findet dort 3D-Druck statt? Was machen die Leute damit so? Also was drucken die da? Also die wäre im FabLab, werden sie recht vielseitig eingesetzt, 3D-Drucker. In erster Linie dienen die Geräte auch dazu, ja, einfach die Technik, die additive Fertigungstechnik von der 3D-Drucker zu zeigen. Das ist mal der erste Einsatzzweck von den Drucker, wo dort stehen. Ne? Ja, additiv, weil einfach Schicht auf Schicht sozusagen aufgetragen wird, ne? Deswegen heißt das so. Genau, im Vergleich zu der herkömmlichen Fertigungsverfahren, also wie man es früher hatte, also dass man gesagt hat, ja, ich brauche jetzt ein Kunststoffbauteil, hatte ich früher einen Kunststoffklotz und der ist dann gesägt, gefräst, gebohrt worden, im Prinzip auf die Form gebracht worden, die ich haben musste oder haben wollte. Ne? Nachteil von dem Ganze: unter Umständen habe ich über 50% Abfall, ne? Also Teile, die ich wegfräse oder auch, wenn ich Löcher bohre, es fallen Späne an und das ist in der Regel, es sei denn, es wird recycelt, ist das Abfall, ne? Und die additive Fertigungsverfahren, die haben halt einen Vorteil, durch das, dass ich den umgekehrte Weg gehe. Also das heißt, ich nehme jetzt nichts weg von einem Werkstück, sondern ich baue mir das Werkstück schichtweise auf und zwar nur das, was ich auch tatsächlich brauche. Ne? Das ist ein großer Vorteil vom 3D-Druckverfahren, ne? Dass halt da einiges an Material gespart werden kann, ne? Und auch Zeit unter Umständen. Ne? Dann von den Nutzer, wenn sie dann später eingewiesen sind in der 3D-Druck, wird es sehr, sehr unterschiedlich genutzt. Ne? Also da haben wir die Leute, die einfach technische Bauteile mitdrucken, also sei es jetzt irgendwelche Gehäuse für elektronische Schaltungen oder Verbindungsteile, wenn sie irgendwelche Maschinen selbst bauen. Es gibt Leute, die drucken praktische Dinge, einen Adapter für einen Staubsaugerschlauch als Beispiel. Das geht. Ja, geht, wenn man, man muss nicht nur die Maschine zur Verfügung haben, den 3D-Drucker, sondern man muss auch die Möglichkeit haben, sich dieses Bauteil, das ich nachher aus dem 3D-Druckerhaus haben möchte, eben auch dreidimensional zu konstruieren, also mit einem CAD-Programm. Ne? Der 3D-Druck nachher, der funktioniert eigentlich dann relativ einfach, wenn man es mal gezeigt gekriegt hat. Ne? Ja. Sie sind ja auch, das haben wir gerade schon kurz erwähnt, dass Sie Experte für 3D-Druck sind, aber was ich noch besonders spannend finde, Sie sind auch Experte für den Eigenbau von 3D-Druckern. Wie kommt man dazu? Ja, richtig. Im Prinzip übers Internet habe ich mal gesehen. Aber irgendwann 2008, 2009, weiß nicht mehr so genau, habe die erste Berichte über selbstgebaute 3D-Drucker im Internet kursiert. Ne? Und war ich sofort irgendwie, hat mich das Ganze angefixt. Ne? Und ich habe da einfach probiert, mehr Infos zu kriegen. Gab es damals noch nicht viel. Es gab noch keine Bücher, waren noch keine Berichte in Fachzeitschriften drin oder so. Ne? Einzige Infoquelle war im Prinzip damals Internet. Ja, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, sowas will ich auch bauen. Ne? Das war also im Jahr 2009, weiß ich noch. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich im Prinzip probiert, alle Infos, die ich brauche, für so eine Maschine zu bauen, zusammenzutragen, mir das alles beizubringen. Kommt das auch von Ihrer Profession oder haben Sie es einfach hobbymäßig gemacht? Wird man sagen, Hardcore-Hobby. Okay. Ich habe also beruflich gar nichts damit in der Richtung zu tun gehabt. Ne? Ich war in einer Sozialversicherung beschäftigt. Ne? Ah, okay, dann ist ja ein guter Ausgleich. Ja, genau. Bevor es die Maker gab,
gab's ja die Heimwerker, ne? Das ist, da hast du halt noch mit herkömmlicher Maschine gearbeitet, also mit der Kreissäge, Bohrmaschine und so weiter, ne? Ja, das ist dann irgendwie bei mir dann übergegangen, im Prinzip auf die modernere Fertigungsverfahren, eben wie Lasercutter, CNC-Fräsen, 3D-Druck. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, alle Infos zusammengetragen und letztendlich 2012 habe ich der allererste funktionierende 3D-Drucker selbst gebaut. Wow. Ja, das ist echt toll. Und ja, wie war das Ergebnis dann? Konnte der das schon so gut wie einen, den ich kaufen kann? Nee, bei weitem nicht. Das war in der Zeit hat man auch sagen wir, die Materialien, die ich heute kaufen kann. Ja, jetzt reden wir gerade mal von einem FDM-Drucker, von einer Druckerdüse. Die kann ich heute für ein paar Cent irgendwo im Internet bestellen. Damals gab's sowas noch nicht zu kaufen. Also man hat sich dann mit Hutmuttern beholfen, die man im Baumarkt gekauft hat und hat im Prinzip mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkuschrauber hat man Loch vorne reingebohrt und das hat dann als Düse fungiert. Ne? Vom Prinzip her hat's funktioniert. Natürlich die Ergebnisse, die waren bei weitem noch nicht so schön und so maßhaltig wie heute, was aus einem 3D-Drucker rauskommt. Ne? Aber wichtig, also für mich in der damaligen Zeit war, dass das überhaupt funktioniert hat. Ne? Das war ja das Faszinierende. Ne? Ja, total. Und Sie haben dann auch so ein eigenes Open Source 3D-Druckdesign entworfen und weiterentwickelt und Sie geben Ihr Wissen auch weiter, ne? Also Open Source Communities, das ist Ihnen dann auch schon ein wichtiger Bestandteil. Richtig. Mit der Gründung in 2014 mit dem FabLab habe ich damals mein eigener 3D-Drucker dort vorgestellt und dann war auch der Wunsch von vielen, also sie wollen auch sowas bauen und war jetzt nichts Passendes oder Bezahlbares am Markt. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen Marktforschung unter den Mitgliedern oder unter den Studenten, wo damals da war, betrieben, ne, was sie denn bereit wären, für so einen 3D-Drucker auszugeben, was sie bereit wären, an Zeitaufwand reinzustecken. Und dann mit dem Feedback, was ich bekommen habe, habe ich mich einfach ans CAD-Programm gesetzt und habe geguckt, dass ich einen Bausatz für einen 3D-Drucker entwickle. Nach ungefähr einem Jahr ist ein Bausatz rausgekommen. Der hat, wenn ich alle Schrauben gezählt habe, waren es knapp über 800 Teile. Und man hatte die Möglichkeit, an einem Wochenende unter Anleitung zusammenzubauen. Und in der damaligen Zeit haben wir dann Workshops bei uns im FabLab veranstaltet, mit der Garantie, dass sonntags abends aus dem FabLab rausgehst und hast ein eigener funktionierender 3D-Drucker. Ne? War also sehr, sehr gefragt, die Workshops, ne? Zumal die auch noch von verschiedenen Unternehmen wurde man da finanziell unterstützt. Also das heißt, Bauteile, die man eingekauft habe für die Drucker, die waren teils verbilligt oder kostenlos. Und diese Vergünstigungen haben wir entsprechend weitergegeben. Und dann war das natürlich das komplette Paket, also Workshop inklusive Drucker, war das ein unschlagbares Angebot damals. Da war die Nachfrage so groß, wir hätten also jedes Wochenende so einen Kurs veranstalten können. Allerdings haben es alle 1 oder 2 Monate gemacht. Es war ein unheimlicher Aufwand, auch das Ganze vorzubereiten. Ne? Und die restlichen 3 Wochen war ich damit beschäftigt, den nächsten Kurs vorzubereiten. Es musste 3D-Druckteile angefertigt werden. Also das heißt, Großteil von dem Bausatz, der hat wiederum aus 3D-Druckteilen bestanden. Also das heißt, dieses RipRap-Prinzip, also das heißt, die Maschine konnte sich zum Teil selbst reproduzieren. Ne? Mhm. Wie heißt das? Ja, das waren die ersten 3D-Drucker, die Open Source gingen, die hießen RipRap. Ah, okay. Da war das Prinzip oder das Ziel war damals, als mir das entwickelt wird, eine Maschine zu bauen, die sich selber herstellen kann. Ja, ziemlich cool. Ja, ist bis heute jetzt noch nicht geglückt, ne? Aber sag mal, ich kann jetzt einen 3D-Drucker bauen, der sich, würde man sagen, zu 50% selbst wieder bauen kann. Ne? Und natürlich so Sachen wie Elektronik oder so, ne? Das muss natürlich anders da angefertigt werden. Ne? Also der 3D-Druck, man hat da zwar Möglichkeiten, einfache elektrische oder elektronische Schaltungen auch 3D zu drucken, ne? Aber die ganze Mikroprozessortechnik und so weiter, die man jetzt braucht also so zum viel, also Steuern von so einem man braucht Gerät, im Grunde das kann einen halt im 3D-Drucker Prototypen noch nicht und der anfertigen. kann sich dann teilweise reproduzieren. Ja, welche Bedeutung hat denn für Sie so insgesamt überhaupt diese Maker-Szene und warum haben Sie so eine Faszination für das Thema, wenn Sie dann sagen, es ist ein Hardcore-Hobby geworden? Ja, mich hat also fasziniert an der ganzen Geschichte war, dass man plötzlich Zugang
zu Fertigungsverfahren hatte, die vielleicht 5 Jahre vorher oder so eigentlich nur der Industrie vorbehalten waren. Ne? Also wenn wir über 3D-Druck reden und über Lasercutting reden oder auch CNC-Maschinen, gut, es gab schon einige mittelständische Betriebe, wo eine CNC-Fräse oder sowas hatten, aber man hatte keinen Zugang dazu. Ne? Dann kamen die offene Werkstätte, also Makerspaces oder auch Fab Labs, wo ich dann gegen geringen Mitgliedsbeitrag eben Zugang zu so Maschinen bekommen habe und auch entsprechendes Know-how vermittelt bekommen habe, dass ich die Maschine auch sinnvoll nutzen kann und bedienen kann. Ne? Mhm. In dem Augenblick, wenn ich solche Maschinen bedienen kann, kann ich mir im Prinzip alles bauen, was mir so im Kopf rumschwirrt. Ja. Ich habe schon die verrücktesten Sachen mit dem 3D-Drucker gebaut. Was war das Verrückteste? Na, das war ein Projekt letztes Jahr. Habe ich eine Rundstrickmaschine gebaut. Also das sind im Prinzip Maschinen, die wurden irgendwann, um die Zeit 1920, 1930 waren die ganz groß verbreitet in Nordamerika. Da wurde ein Heimarbeitssocken für die Soldaten gestrickt. Ne? Das war so eine Maschine, die konnte kurbeln. Oben hat's die Wolle reingezogen und war eine einfache Masche, wurde im Prinzip ein Schlauch gestrickt. Ne? Dann hat man noch die Möglichkeit gehabt, dass man Nadeln weg und zugenommen hat, um Ferse zu stricken und vorne nachher Spitze für einen Strumpf. Ne? Ja, das ist momentan wieder sehr verbreitet, das Stricken mit der Rundstrickmaschine. Aber leider sind die Rundstrickmaschinen sehr rar. Also ich kann welche kaufen. Früher hast du sie zum Schrottpreis gekriegt, also auch bei uns hier in Europa. Und heute für eine funktionierende Rundstrickmaschine muss ich weit über 1.000 Euro bezahlen. Ne? Oh, und was hat Ihre gekostet? Ja, wenn das Material rechnen, also mir rechnet die Entwicklungszeit, dürfen wir jetzt gar nicht rechnen. Ne? Wenn jetzt Material rechnen, liege ich vielleicht bei 30 Euro und dann muss ich noch die Nadeln, also die kann ich leider nicht 3D drucken, also die muss ich ganz normal kaufen, ne? Die Stricknadeln selber. Ne? Und dann komme ich vielleicht mit ein paar Schrauben noch, wenn ich Energiekosten noch rechne, kommen vielleicht 100, 150 Euro. Ja. Und ja, wesentlich günstiger. Ist wesentlich günstiger und wie gesagt, und ich habe die Möglichkeit, Socken damit zu stricken. Ne? Ja, super. Also würden Sie sagen, es braucht Fab Labs oder wieso braucht es Fab Labs überhaupt? Ja, ich finde Fab Labs oder allgemein offene Werkstätte finde ich heute ganz, ganz wichtig, dass die hauptsächlich im städtischen Raum vorhanden sind. Ne? Die wenigste Familie habe heute noch Zugang zu einem Hobbykeller, also aufgrund von begrenztem Wohnraum und auch es ist so, dass auch heute andere Berufe nachgegangen wird wie früher. Ne? Wenn ich noch an die Generation von meinem Opa oder so denke, ja, die meisten waren Handwerker, ne? Ja. Und ich zum Beispiel als Enkel durfte dann erfahren, am Wochenende ging's mit dem Opa in den Keller zum Basteln, da hast du dann beigebracht kriegt, wie man bohren kann, wie man feilen kann, wie man sägen kann, wie die Werkzeuge sicher nutzen kannst, dass du auch nicht verletzt und so. Ja, und das gibt's heute gar nicht mehr. Ne? Gerade was Handwerk betrifft, das finde ich bei der offenen Jugendwerkstatt toll. Ne? Da sind viele pensionierte Handwerker, Lehrer und so weiter, Betreuer der Kinder und geben einfach das Know-how weiter. Wir hatten da mal das war, glaube ich, vor 3 Jahren, haben wir mal einen Versuchsballon gestartet. Da haben wir mal einen Kurs angeboten gehabt bei der offenen Jugendwerkstatt. Samstags Fahrradreparatur für Vater und Sohn, hauptsächlich für Fahrrad mal flicken, ne, wie man feststellt, eben wo die Luft rauskommt, wie man das flicken kann und wie man das Ganze wieder in Betrieb nimmt. Ne. Die meisten sind welche dabei, die wussten gar nicht, dass sowas geht. Ne. Wenn ein Schlauch kaputt ist, wird ein neuer gekauft. Ne. Dass man das galvanisieren kann mit einem Flieger, waren viele überrascht. Und wir waren überrascht, wie gefragt der Kurs war, ne? Wie viele Väter mit Söhnen gekommen sind, ne? Zum Lernen, wie man Fahrrad fliegt, ne? Ja, ich bin auch immer ganz überrascht. Mein Neffe ist so ein Exemplar, der ist auch so in dem Alter, der wird jetzt ein Teenager und der baut auch ganz viel selber und lässt sich da Bücher schenken. Da bin ich selbst immer überrascht, weil das heutzutage so selten geworden ist. Jetzt habe ich aber gerade schon rausgehört, bei dem Fahrradflickkurs, da kamen dann eher die Herren der Schöpfung. Also die Damen sind noch in der Unterzahl oder was würden Sie sagen? Wie ist das im Fab Lab? Kommen da auch Mädels zum Zug? Also ich muss sagen, unsere Holzwerkstatt ist mit Sicherheit zu 50% von den Kindern, Jugendlichen, wo kommt, sind auch Mädels. Das ist schön. Wir hatten jetzt letztes Jahr, da kommt ein 12-jähriges Mädel und sagt, ich möchte mir mein Bett selber bauen und einen Nachtschrank dazu.
Mhm. Okay, wird sie betreut, ne, und kriegt es beigebracht und kriegt entsprechend Material zur Verfügung gestellt und bekommt die Hilfe auch, um das zu bauen, ne, und ja, das ist dann besonders stolz, ne, wenn sowas funktioniert. Und was sehr, sehr gefragt ist, sind so Sachen wie ein größerer Käfig für einen Zwerghase oder für einen Hamster zu Hause, ne, mit Möglichkeiten, wo der dann sich drin beschäftigen kann und so weiter. Ja, das sind dann oft Mädels, wo mit solche Wünsche kommen, sowas zu bauen. Ne. Ja, klasse. Da hat bestimmt auch YouTube ein bisschen was mit zu tun, dass man heutzutage dann Videos sehen kann und dann kann man im FabLab Anleitungen dazu bekommen. Das ist doch super. Richtig, genau. Ja, und jetzt aber nochmal zu Ihrer ursprünglichen Frage, weil ich jetzt ein bisschen aufs Handwerk abgeschweift bin. Ich will das gerade mal antworten, allgemein, warum offene Werkstätte wichtig sind. Ne? Gerne. Ja, ich finde, FabLabs finde ich eigentlich wichtig, eben, dass die Bevölkerung Zugang hat zu den modernen Fertigungsverfahren. Ne? Und vor allem kostenloser Zugang. Ne? Die wenigsten können sich heute einen Lasercutter in den Keller stellen. Ja, und dann ist gut, wenn es eine Werkstatt gibt, wie das FabLab, wo ich dann hingehen kann, wenn ich so eine Maschine brauche oder nutzen möchte, ne, wo ich die dann nutzen kann. Ne. Mhm. Ähnlich sieht's aus jetzt mit 3D-Drucker. Es gibt viele Leute, die brauchen vielleicht einmal im Jahr einen 3D-Drucker. Und sagen, es rentiert sich nicht, dass er mal einer kauft. Man, die sind heute erschwinglich geworden. Aber die sagen, das staubt daheim ein. Wenn ich mal was 3D zu drucken habe, dann gehe ich ins FabLab und mache das. Ne. Und was ganz, ganz wichtig ist, also nicht nur die Maschinen, sondern das Know-how, das man dort vermittelt kriegt, ne? Weil ja viele Leute dort sind, die Erfahrung haben mit solchen Maschinen und die dann auch gern weitergeben und bei Problemen helfen, ne? Weil es nützt die modernste Maschine nichts, wenn es sie nicht richtig anwenden kann. Ja, kommen wir noch mal einmal zum FabLab zurück, wenn wir jetzt einmal sozusagen in die Zukunft schauen, perspektivisch, vielleicht in 10 Jahren. Was glauben Sie, was wird da aus so einem FabLab oder ja, was können Sie sich vorstellen, wie sich das noch verändert oder was würden Sie sich vielleicht auch wünschen? Mein Wunsch wäre also, der Grundgedanke von den FabLabs, das war auch eine Vernetzung untereinander, unter den FabLabs. Also das heißt, ja, das FabLab Karlsruhe ist vernetzt mit dem FabLab Heidelberg, mit dem FabLab Mannheim oder vielleicht auch mit dem FabLab in Berlin. Ne? Diese Vernetzung unter den FabLabs, die funktioniert meistens nur in der Gründungszeit. Also das heißt, es findet sich in irgendeiner Stadt, findet sich eine Gruppe, die ein FabLab gründen möchte, ne? Und die trägt dann bei anderen FabLabs an, können wir mal bei euch vorbeigucken, mal das anschauen, könnt ihr uns mal über eure Erfahrungen berichten, könnt ihr uns auf die ganze Fettnäpfchen hinweisen, wir wollen nicht alle mitnehmen in der Gründungsphase, ne? Da funktioniert das Netzwerk, aber wenn ein FabLab dann mal im Betrieb ist, schon mehrere Jahre alt, agieren die meisten FabLabs allein vor sich hin und ich würde ein großer Vorteil sehen, wenn die FabLabs vernetzt werden, weil ja, es muss Rad zweimal, dreimal, viermal erfunden werden. Ne? Also ich mache mir jetzt hier in Karlsruhe die Mühe und entwickle einen Einweisungskurs für eine bestimmte Maschine. Muss viel Zeit reinstecken, das ganze proben und so weiter. Das Gleiche macht's FabLab Berlin, das Gleiche macht's FabLab München und so weiter. Ne? Und da könnte man sich vielleicht viel, viel Zeit sparen, ne? Weil die Maschinen, die sind alle ähnlich, die in FabLab stehen. Ne? Wenn nicht sogar teilweise die gleichen Maschinen. Ne? Ja, da würde man wünschen, dass da einfach bessere Zusammenarbeit wäre. Ne? Das heißt, aktuell hat auch wirklich jedes FabLab dann seine eigene Webseite und es gibt jetzt nicht ein Obersammelsurium, wo ich dann auf alle zukomme. Nein, das gibt's nicht. Es gibt einen Verbund offener Werkstätte in Deutschland. Da kannst du im Prinzip als FabLab-Mitglied werden. Das sind also dann FabLabs, Makerspaces, Repair-Cafés. Da gibt es jetzt erste Ansätze, dass man so Sachen wie Einweisungen oder Handbücher dort zentral entwickelt und die halt eben in verschiedene Werkstätten dann zur Verfügung gestellt wird. Einfach auch, um gewisser Qualitätsstandard zu schaffen, ne? Dass man sagt, okay, man muss auch sichergestellt sein, dass wenn jetzt jemand in einer Kreissäge eingewiesen wird, ne, dass er auf sämtliche Gefahren und so weiter hingewiesen wird. Ne? Und da wäre es also schon gut und toll, wenn da zentral was ausgearbeitet wird. Und da ist man jetzt gerade dran. Ne? Ich habe eine abschließende Frage noch. Und zwar, wir haben jetzt einiges gehört, speziell über das FabLab und wir haben zu zweit diskutiert. Sie haben vorhin schon einmal gesagt, dass Abfall zum Beispiel ein Thema ist. Bei den 3D-Druckern, die additiv funktionieren, gibt es eben weniger davon. Was würden Sie denn sagen, warum wir als Gesellschaft uns mit diesem Thema Makerspaces, FabLabs und eben auch 3D-Druck auseinandersetzen sollten? Warum ist das relevant? Ich finde es halt wichtig, dass die
Gesellschaft solche Orte oder solche offene Werkstätte zur Verfügung hat, um sich dort auch zu treffen. Und da herrscht auch ein enormer Erfahrungsaustausch und man beschäftigt sich dort auch ganz bewusst mit solchen Themen wie Nachhaltigkeit. Das haben die meisten FabLabs haben das in ihrer Charta drinstehen oder in der Satzungen drinstehen, also was Nachhaltigkeit betrifft. Und gerade jetzt im Bereich 3D-Druck, ich sage auch immer zu den Studenten, zu den Jugendlichen, mit denen ich die 3D-Drucker ausleihe und denen ich dann auch online zeige, wie die funktionieren, dass wir nicht beabsichtigen, mit den 3D-Druckern neuen Kunststoffmüll zu erzeugen, gibt schon genug auf der Welt. Bitte die auch darum, dass alles, was schief geht beim 3D-Drucken oder auch, wenn sie tatsächlich Abfall haben oder mal einen Teil drucken, das ihnen nicht gefällt, eben nicht wegzuwerfen, sondern eben an uns zurückzugeben. Wir haben also die Möglichkeit, das auch selbst zu recyceln. Also sprich wieder ein neues Filament, also das ist der Kunststoffdraht, den dann für die 3D-Drucker brauchst, aus dem Material herzustellen. Und das wieder zurückzukommen, was das der Gesellschaft bringt. Ich finde, dass das an Orte wie nach einem FabLab solche Themen wie Nachhaltigkeit und die Ressourcenknappheit, dass das viel, viel offener diskutiert wird oder überhaupt mal diskutiert wird. Ja, man sensibilisiert dann vielleicht auch die Jugendliche, Studenten und so weiter für solche Themen wie Nachhaltigkeit und einfach verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Vielen Dank, Herr Keller. Vielen Dank, dass Sie heute Ihr Wissen mit uns geteilt haben und auch vielen Dank für Ihre Zeit. Frau Rogge, ich danke Ihnen für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War mein erstes, hat aber Spaß gemacht. Danke. Auch das fasse ich nochmal zusammen. Maker setzen verschiedene Werkzeuge und Techniken ein, um ihre Ideen umzusetzen, und dabei spielen neben dem 3D-Druck auch Lasercutter eine wichtige Rolle. Das Coole an FabLabs und Makerspaces, sie ermöglichen für alle den Zugang zu diesen Technologien sowie das Know-how, es auch anzuwenden. Ja, und dabei sind quasi keine Grenzen für Projekte gesetzt. Ich kann alles herstellen, ob kleine Ersatzteile im 3D-Druckverfahren oder große Bauteile, und die Werkstätten können auch durch Startups genutzt werden. Sogar Vorwissen brauche ich eigentlich nicht notwendigerweise, denn vor Ort helfen andere Makerinnen und Maker mir gerne bei der Einweisung in die Geräte und bieten Unterstützung bei der Umsetzung der Projekte an. Das heißt, wichtig ist eigentlich vor allem die Idee und der TüftlerInnengeist. Die AnbieterInnen, die sehen ihre offenen Werkstätten dabei nämlich auch explizit als einen Ort des Wissensaustausches und der Wissensvermittlung. Apropos Wissensvermittlung, welche Stellung der 3D-Druck in der schulischen sowie universitären Lehre spielt, das schaue ich mir nächste Woche an. Das war's auch schon mit Auf Knopfdruck 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Der Podcast ist ein Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.